los pueblos unidos jamás serán vencidos. Alerta que camina la lucha de los pueblos por el clima y por la vida. Oaxaca, Anfang November. VertreterInnen von indigenen und Basisorganisationen aus mehr als 40 Ländern kommen in der Hauptstadt des gleichnamigen südmexikanischen Bundesstaates zum globalen Treffen für das Klima und das Leben, der Anticop 2024 zusammen. In Azompa, 20 Autominuten von der Innenstadt entfernt, wollen sie eine Woche lang gemeinsam Strategien gegen die fortschreitende Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen entwickeln. Aus der Menge sticht ein hochgewachsener junger Mann hervor. Auf seinem T-Shirt steht groß: Kein Mensch ist illegal. Lucas Hufert ist für die internationale Graswurzelbewegung Debt for Climate nach Oaxaca gekommen. Um hier von GenossInnen zu lernen, von Frontline-Activists, von anderen Graswurzelbewegungen, von indigenen Communities, wie die ihre Kämpfe gestalten, wo man sich unterstützen kann, wo man zusammenarbeitet. Die mexikanische Sektion Deuda por Clima ist Mitorganisatorin der Anticop 2024. Wichtig war ihr, nicht nur dann Leute aus Lateinamerika hier zu haben, sondern auch aus Afrika und aus Europa, wo wir auch noch viele aktive Gruppen haben. Neben dem Hauptveranstaltungsort in Azompa gibt es 2 weitere im Zentrum Oaxacas. An der Universität diskutieren WissenschaftlerInnen und Betroffene die Auswirkungen von Klimakrise und den aus den Fugen geratenen Wasserhaushalt in vielen Regionen. Und am Sitz der Menschenrechtsorganisation CODEPO berichten zivilgesellschaftliche Organisationen aus ganz Mexiko über ihre Arbeit. Ahora va a participar la compañera Gisela a compartir parte del trabajo que se hace en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Hier lernen wir Gisela Centeno vom Menschenrechtszentrum Fray Matías aus Tapachula im Chiapas kennen. Gisela erzählt von ihrer Arbeit bei der Unterstützung von MigrantInnen auf ihrem Weg von der Südgrenze Mexikos Richtung USA. Sie kam aber auch nach Oaxaca, um zu erfahren, welche Themen andere beschäftigen und wie diese ihre eigene Arbeit in Zukunft beeinflussen werden. Wir schauen uns an, wie der Klimawandel und die Umweltkrise, die wir gerade durchleben, mit der Vertreibung in den Herkunftsländern der Migranten zusammenhängen. Von Vertreibung berichtet auch Kuteka Wenda aus Westpapua. Wir erleben viele Menschenrechtsverletzungen. So wurden zum Beispiel bis zu 100.000 Zivilisten durch Militäroperationen aus dem zentralen Hochland Westpapuas vertrieben. Westpapua wurde vor mehr als 60 Jahren durch Indonesien annektiert. Seitdem kämpfen seine BewohnerInnen um ihre Selbstbestimmung. Kuteka weiß auch, warum Indonesien mit aller Härte gegen die indigene Bevölkerung vorgeht. The reason for the heavy military presence in West Papua is due to the multinational companies that are currently in operation. Der Grund für die starke Militärpräsenz sind die Aktivitäten multinationaler Konzerne wie BP und dem Bergbaukonzern Freeport-McMoRan. Darüber hinaus gibt es Megaprojekte wie Zuckerrohr- und Ölpalmenplantagen. Das geschieht alles im Namen nachhaltiger Entwicklung, aber auf Kosten der indigenen Bevölkerung und führt zur Zerstörung unserer Kultur und Lebensgrundlagen. Kutekas Aussagen decken sich mit Ndus Erfahrungen. In der Westsahara werden Menschen vertrieben und müssen in Flüchtlingslagern leben. Ndu lebt in der Westsahara, im Norden Afrikas. Ihre Heimat wurde von Marokko besetzt, das ihre Bodenschätze ohne Rücksicht auf die BewohnerInnen ausbeutet. Unsere Bodenschätze werden geraubt, es gibt Megaprojekte. Landminen zerteilen unser Land, töten unsere Tiere und die Menschen. Weltweit sind indigene LandverteidigerInnen staatlichen Repressionen ausgesetzt. Besonders gefährlich für sie ist Lateinamerika und insbesondere Kolumbien. Pues no es para nadie un secreto la problemática en el departamento del Cauca con lo que tiene que ver los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el asesinato de nuestros líderes sociales. Es ist kein Geheimnis, dass im Cauca häufig Gemeindeführer ermordet werden. Das hat mit dem Coca-Anbau und dem Drogenhandel zu tun.
Unser größtes Problem ist, dass immer wieder die Guardias Indígenas, die unsere Mutter Erde schützen, getötet werden. Berichtet Nixon Ogil. Nixon wurde selber für ein Jahr zum Guardia Indígena gewählt und kam als Vertreter des CRIC, des Regionalen Rates der Indigenen Kolumbiens, nach Oaxaca. Kurz nach seiner Ankunft in der Zompa erreichte ihn die traurige Nachricht von der Ermordung eines Guardia Indígena aus einer Nasa-Gemeinde. Was Nixon, Coteca und Endú nach Oaxaca gebracht hat, ist ihr Wunsch, sich auszutauschen, von den Kämpfen anderer Indigener zu erfahren und aus ihnen zu lernen. Und die Möglichkeit dazu haben sie hier in der Zompa auf der Antikop gefunden. Antikop is a space where we as Indigenous people can mobilize and strategize and dream of a better future for all of our lands. I've just finished a meeting. Die Antikop ist ein Ort, an dem wir Indigene zusammen träumen und Pläne für eine bessere Zukunft schmieden können. Ich komme gerade aus einem langen, aber wichtigen Treffen mit indigenen Landverteidigern. Das war ein historischer Moment. Es war das erste Mal, dass eine Freiheitskämpferin aus Westpapua in Mexiko von ihrem Kampf berichtet hat. Ich möchte von jetzt an Solidarität zwischen den Indigenen Lateinamerikas und dem Kampf der Indigenen im Pazifik aufbauen. Latin American indigenous peoples as well as indigenous people struggles in the Pacific. ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Viva!